Möchtest du wissen, ob ich das Geld zusammenbekommen habe für das Dach und den Boden? Und am Ende habe ich etwas zu sagen zu den Hatern von der ganzen Aktion. Bleib dran! Ja, vor ein paar Tagen habe ich ein Video ins Netz reingestellt, um der Großfamilie, die haben hier 10 Kinder, ein neues Dach zu beschaffen. Davon hatte ich ja noch von meinen letzten Spenden ja noch Geld übrig. Und dann war ja noch mein Wunsch, also einen Fußboden da auch noch reinzubringen. Ja, ich habe das Geld zusammenbekommen, dank eurer Hilfe. Ich erwarte jetzt gleich die Baufirma, den Don, den könnt ihr dann mal kennenlernen. Ein sehr sympathischer Thai. Und der erklärt uns, was denn jetzt so gemacht wird. Ja, ich habe jetzt hier den Don neben mir sitzen. Das ist der Manager Director von der ausführenden Firma. Hi Don. What make your business? So I actually my main job I do like I build the building or the house or the roof. Yeah, like I build whole house. Really house, not Yes. only shadows for cars. Not only also I do. You make also shadows for cars. I also show and for the car. Ja. Ja. Das sollte auch gleich eine kleine Werbung sein für diejenigen, die hier auf Samui leben und die brauchen ein Shadow für ihr Auto. Also er hat wirklich ein faires Angebot gemacht, ist also in dem Fall jetzt mit der Familie, ist er auch noch richtig runtergegangen mit dem Preis. Das also, da ist nicht viel an Gewinn ist dabei. Also für das Ganze kann ich sagen 70.000 Baht. Und ihr werdet ja das Ende sehen, was er damit macht. Ich finde, das ist ein guter Preis. How long you make this? I start from 2 years ago. 2 years, okay. Yes. And you are from Samui? Actually, I'm from northeast of Thailand, but I live here since nearly 30 years already. Okay. But I listen, you know also Ralf? Yes. Yes. Ja, er kennt auch meinen Ralf, wo ich also auch schon mal Filme mitmache. Ja, over many years, wurde er hier. Ja, ja. Ja. Und daher ist also der Leumund, sage ich mal, sehr gut. Und hier ein Dankeschön an die Joy. Die Joy hat mir, Joy, give me your address. Joy, she is also my friend. Yes. Yes. Und das ist immer gut, wenn man also Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man also so ein Netzwerk aufbaut und man hat dann auch ein gutes Gefühl, wenn sowas ausgeführt wird. Yes, you give me a very good offer and you come also with the price down. Yes. Thank you, I have to say thank you. You're welcome. You're welcome. Ich habe gerade gesagt, er hat die Quote abgegeben, das Angebot für das Dach. Da hatte ich ja schon gesagt, das Geld hatte ich zusammen. Und dann eben halt auch noch für den Fußboden. Und wir haben gerade darüber gesprochen, when we start with building. So actually, I would like to start after Songkran. I understand. Yes, from I would say from 15 or 16 Okay. of April. Yeah. Yes. And we have to say this to the family. Yes, we have to say to this family. Ja, also die Familie ist da draußen. Wir sind jetzt hier im Auto, weil es draußen regnet. Die wissen also von gar nichts. Songkran für diejenigen, die es nicht wissen, das ist also das thailändische Neujahrsfest hier in Thailand. Das wird in der Familie ganz groß gefeiert. Dafür ist die Piti jetzt auch noch nicht hier bei mir. Die ist noch bei ihren Eltern. Das fängt am 13. an. Das ist also das Wasserfest, das Reinigungsfest. Hier auf Samui, wie ich gehört habe, ist es aber verboten, mit Wasser rumzuspritzen und auch Alkohol zu trinken. Aber trotz alledem, wir machen es nach Songkran, dann hat die Familie unter sich hier noch Ruhe. Don, wie wird denn jetzt das Bauwerk umgesetzt? Wir wollen ja also meine Zuschauer und Spender, die wollen ja ein Dach haben und einen Fußboden. How you want to make it? So at first I want to make the roof, yeah, and after that I would like to make the floor with the wood floor. Mm-hmm. From the ground is about like 30 or 40 centimeters. Yeah, that we come up on the dirt, Exactly. from the dirt and the animal. I think some rats and snakes over here. It's Exactly. Yeah. yeah, that we lift up the kids Yeah. in a safe area. Yeah, to be safe for the family. Yes. Yes.
Das Besondere ist dann auch hier, diejenigen, die letztes Jahr den Film gesehen haben, der Eigentümer vom Grundstück möchte hier kein Betonfundament haben. Und dann können wir dann also später, wenn die wegziehen müssen, einfach die Stahlkonstruktion abschneiden an dem Fundament und dann können wir das dann wegnehmen. Yeah, I think that is a very good idea. Yes. And how long you need roundabout for this? So roundabout to making this, I need around like 4 or 5 days at least. So, jetzt wollen wir die Familie nicht auf die Folter spannen. We go now to the family and the price, what happened? Yes. That we have the money together. Yes. Und Dankeschön für die Zuschauer. Okay, we go to the family. Okay, yes. Ja, jetzt wollen wir die Familie überraschen quasi. Die wissen von nichts. Die haben nur mitbekommen, dass wir hier Fotos gemacht haben und sie haben zwar eine Vermutung und der Don, der wird sich jetzt mit denen unterhalten. Der kommt auch. You come also north from Thailand, Yes. You can know the slang of them. Yes. Actually, I'm from northeast of Thailand. They also Yes. from the same northeast Thailand. I can speak the same slang with them. Ja. ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยายสวัสดีครับเดี๋ยวคุณฟอเรนเราสิมาเฮ็ดบ้านให้ดีใจบ่ ดีใจ ดีใจโอเคครับ แต่คือว่ามันดีใจหลายกะคืออยู่ส่งเพิ่นบุญคุณหลายแล้วนะเพิ่นให้เดือนหนึงเป็นหมื่น Da wird jetzt erklärt, Kap. dass ich das Geld zusammenbekommen habe. ครับ Und เข้าใจอยู่สิเริ่มเดี๋ยวสิมาเริ่มประมาณพุ่นล่ะประมาณ15หรือ16 เป็น นี่ล่ะ ปีแล้วเด้นี่เพิ่นมาซอย ครับ เดือนละหมื่นเครื่องซักผ้าพัดลมเพิ่น ja, มาใส่ใจ und เพิ่น dass wir nach so einem Kran nach dem Wochenende mit dem Bau hier anfangen. เขาก็ซื้อมา3-4 สอบใหญ่ โอ้ มาไว้ สุดยอด so they are very happy and very glad to get support from you because Okay. she explained to me about like you buy many things rice and give them some money per month something like that that is all they are very close to you a lot Okay. yeah Ein Dankeschön an die Zuschauer. บ่ใส่สิเอาไปเฮ็ดฟืนให้หยังก็จังเอาออกเด้อจังแจ้งผมก็ได้ she said you say thank you very much because you support them a lot and actually she would like to have all the roof yeah not in the floor but it's up to you they say that. Wir machen alles. We make all together. Yes okay They become a new house here, Yes. easy Yes. but fine for the people, for the kids that they lift up. Okay. And also is a question, they want a hammock for the future because you have to know it in the construction Yes. for the beam. yeah Ja, ich habe jetzt also gerade gesagt, er soll mal Ja, nachfragen, ob sie Hängematten haben wollen, die Kinder, damit sie vom Boden runterkommen, weil ich glaube, hier laufen auch Ratten rum und Schlangen und dann sind sie wenigstens ein bisschen in Sicherheit. นั่นขอโทษเนี่ย Der schüttet mir gerade Wasser auf die Füße. เอาแก้วว่างสอนว่างแก้วแล้วขอโทษ Okay, ask for the hammock. yes They want hammocks in the future. ยายอนาคตจะต้องการยังเพิ่มเติมบอกเราได้ Er hat also gerade die Antwort bekommen, das ist genug, was ich jetzt hier mache, aber wir machen trotzdem die Querstreben in der Schweißkonstruktion, damit sie anschließend jederzeit, wenn sie wollen, aber noch Hängematten einhängen können. Also wir müssen halt in der Konstruktion mit vorbereiten, dann ist das also kein Problem. Thank you, Don, that you coming. You're Und welcome. wir fangen jetzt am 17. Sonntag nächste Woche an, nach Songkran. ja Okay, yes. da bin ich mal gespannt. Für das Video ist noch nicht zu Ende. Ich habe mit einigen Leuten hier noch zu reden. Okay, bleibt dran. Ja, hier habe ich ein paar Worte zu denjenigen, die das Ganze gar nicht gut finden, was ich hier mache mit meinen Zuschauern und den Spendern. Und daher ist es jetzt auch in Schwarz-Weiß. Ihr habt im ersten gar keine Farbe verdient. Diese herabhaltende Meinung von den Perle für die Säue geschmissen und mit dem Saubermachen und so. Ich glaube, die meisten suchen irgendwie ein Argument, nicht zu spenden hierfür. Aber ich will euch mal was sagen. Vielleicht versteht ihr das. Ich habe ja noch immer Hoffnung in den Menschen, dass er aber irgendwie was Gutes innerlich hat. Hier in Thailand ist es so, dir hilft keiner, außer die Familie ist da.
So, in Deutschland ist der Staat da. Wenn du obdachlos bist und du möchtest gerne eine Unterkunft haben, dann gehst du zum Amt, zum Sozialamt und dann kommst du da in diese Schiene rein, bis dass du eine Unterkunft bekommst mit Waschmaschine, Bett und alles, was dazu gehört. Das ist genau geregelt. Da brauchst du noch nicht mal was für zu zahlen. Da sieht man ja, da kommen Menschen ins Land und die sagen, ich habe nichts und dann kriegen die was. Hier in Thailand ist das nicht. Ein Beispiel. Es gibt ja so viele Survival-Videos im Fernsehen, D-Max hat so viele, wo also nackte Menschen versuchen zu überleben in einer fremden Umgebung. Sie haben nichts. Das größte Problem ist eben halt die Nahrung zu beschaffen. Das ist die meiste Zeit, die damit verbracht wird, Nahrung zu beschaffen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser Vater hier, der kommt aus dem Isan mit seiner Frau, kommt nach hier und sein größtes Problem ist, Nahrung zu beschaffen, also einen Arbeitsplatz zu haben. Ein Arbeitsplatz, das sind Tagelöhner. Ihr in Deutschland, ihr geht zum Sozialamt, bekommt nachher Hartz IV und sonstiges, ihr bekommt vom Staat Unterstützung. Hier ist nichts. So, was passiert? Das Haus, da ist der Mann richtig stolz drauf. Er ist nämlich auf Dingen aufgebaut worden, was andere Menschen weggeschmissen haben. Müll. Und daraus hat er dieses wunderbare Haus gebaut, in seinen Augen. Hier sind ganz andere Maßstäbe. Wenn du in Deutschland dir was am Haus verändern willst, gehst in den Baumarkt, legst das Geld hin. Hier geht das nicht, weil er nicht das Geld dazu hat. Und daher liegt jetzt auch überall Baumaterial rum. Die Kinder haben das auch mitbekommen und die schleppen alles ran, was man vielleicht noch mal irgendwie verwerten kann. Da hinten sind so kleine Inseln mit Plastikflaschen, sieht aus wie Müll, ist auch Müll, aber die verkaufen das. Hier gibt es Wertstoffhändler, wo man mit Plastikflaschen oder mit Glas hingeht und dann bekommt man Geld dafür, um zu leben. Versteht ihr das? Die kämpfen hier ums Überleben und dann ist auch Müll überall zu sehen. Dinge, ich sehe dann zum Beispiel ein Spielzeug, hat wahrscheinlich jemand da hinten weggeworfen, weil es nicht mehr gut gewesen ist für das eigene Kind. Dieses Kind hat noch nie so ein Spielzeug gehabt und ist glücklich, sowas zu haben, um damit zu spielen und stellt dann fest, es ist aber kaputt und ja, jetzt liegt es da. Weil die nächste Sache ist, hier gibt es keine Müllabfuhr. Wo sollen die damit hin? Was ich jetzt veranlasst habe mit dem Don, wenn wir hier jetzt mit dem Bauprojekt dran sind, als erstes wird alles das verwendet, was noch im Haus drin ist. Ich habe gehört, der Fußboden, der ist noch relativ gut. Von den letzten 2000 Baht, die ich da bezahlt habe, haben sie ja eine Seitenwand gemacht. Das benutzen wir auch. Und wenn wir hier bei den Aufräumarbeiten sind, nach dem Bau, dann möchte ich, dass alles das, was wir nicht mehr brauchen, und das ist relativ einfach auszudrücken, alles das hier, das wird dann nicht mehr gebraucht, kommt auf einen Haufen und der Don, dann gebe ich ihm also extra Geld für, bringt das in den Süden von der Insel, wo unsere offizielle Müllkippe ist, beziehungsweise das wird ja auch da aussortiert, Wertstofflager und das wird dann zum Festland gebracht und wird dann da verbrannt. Dass also jetzt hier mal klar Schiff gemacht wird in dieser Aktion, nur in dem kann ich jetzt auch der Familie zeigen, es geht auch irgendwie anders. So, und jetzt können wir wieder Farbe machen. Ja, ein kleiner Lichtblick muss man aber noch im Herzen haben. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ist immer mein Motto und daher versuche ich jetzt praktisch hier was Schönes reinzubringen. Wertschätzung, die haben vorher keine Wertschätzung gehabt, weil sie keinen Wert hatten, keinen Vergleich. Und jetzt, wenn sie diese Hütte da bekommen, dann sehen sie, wie das sein könnte, auch für die Zukunft. Und vielleicht der eine oder andere von den Kindern sieht, okay, wenn ich mich jetzt in der Schule anstrenge, dann bekomme ich auch später mal ein bisschen mehr Geld, um mir auch sowas zu leisten. Hier bringe ich also die Wertschätzung in den Vordergrund. Und ja, eine andere Sache ist, wenn jemand hier auf unserer Insel ist, der sich auch an diesem Projekt beteiligen möchte mit der Großfamilie, der kann sich gerne bei mir melden. Ich kann nicht jeden zweiten oder dritten Tag nach hier kommen. Ich suche also jemanden, der ein bisschen Thai kann, oder das irgendwie managt, wie ich das ja auch mache, dass ich immer einen dabei habe, der Thai kann.
um mit der Familie zu arbeiten, damit es in Zukunft hier ein bisschen sauberer ist, dass sie das wertschätzen, was sie jetzt von uns bekommen haben, dieses kleine Häuschen für die Kinder. Und dann sehen wir mal weiter, Step für Step. Okay, danke schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel erzählt, aber das muss ich jetzt mal von der Seele reden. Okay, tschüss.